Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 10 2025. Und das hier ist meine 25. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 10 1995. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. 25 Mal ins Heft reingeschaut und schon wieder ein Cover, was mich sofort mitnimmt. Natürlich, es geht um Star Wars, genauer gesagt eigentlich um LucasArts, denn einige LucasArts-Spiele sind im Anrollen, unter anderem The Dick, das haben wir auch schon angespielt, und Rebel Assault 2, das wollte ich schon anspielen, aber nun ja, später mehr. Dann geht's um Ascendancy, das Spiel des Monats, das ich überhaupt nicht kenne. Und es sind wieder etliche Demos auf der Cover-CD-ROM. Simon the Sorcerer 2, Magic Carpet 2, Pole Position, Need for Speed, also die CD-ROM mal wieder pickepacke voll mit genialen Demos. Und das haben sie auch extra gemacht, weil es ist eine Jubiläumsausgabe für die PC Games. Schauen wir mal gemeinsam rein. Und da haben sie es auch gleich davon im Vorwort, nämlich 3 Jahre PC Games zu diesem Zeitpunkt. Im Jahr 1992, in der Ausgabe 1092 genau, ging es los. Da haben wir sie abgebildet mit Laura Bow auf dem Cover und ich habe sie auch hier. Ich habe ja mit der 1093 angefangen und habe mir die hier dann später mal noch dazu besorgt, weil ich die unbedingt haben wollte, diese Erstausgabe für 4 D-Mark damals. Da hat es angefangen, 10 1992, jetzt sind wir im Jahr 1995. Ja, und als Jubiläumsgeschenk gibt es eine ganz große Menge an Demos. Hier ist das Inlay für die CD-ROM, kann man dieses Mal abtrennen, ohne das Heft zu beschädigen. Und man sieht hier, da sind wahnsinnig viele Demos drauf. Ich blende es euch hier einfach mal ganz kurz ein, dann könnt ihr drauf gucken. Also, das war schon richtig genial damals, ne? Man musste viele Spiele eben nicht einfach kaufen, blind kaufen, sondern es gab einfach noch Demos, die man ausprobieren konnte. Das war eigentlich eine richtig klasse Sache und das habe ich auch richtig rege benutzt. Und dann sind wir auch schon mittendrin im Vorschauteil mit Star Wars Rebel Assault 2 geht es los. LucasArts will es noch einmal wissen, ein Rail-Shooter der alten Garde mit echten, neu gedrehten Videosequenzen. Das war damals ein absolutes Novum. Es gab ja seit den Kinofilmen nichts neu gedrehtes. Für Rebel Assault 2 wurde zum ersten Mal wieder richtig mit Kamera gefilmt. Also das war schon richtig aufregend. Mir hat es damals auch wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Spiel. Ich habe es vor kurzem wieder in der Hand gehabt. Ich wollte eigentlich, naja, bei 1000 Abos habe ich Rebel Assault 1 gespielt und eigentlich wollte ich bei 2000 Abos Rebel Assault 2 spielen und ehrlich gesagt, ich konnte mich noch nicht dazu durchringen. Es ist wirklich nicht gut gealtert. Die Videosequenzen sind noch toll, aber das Spiel einfach nicht mehr so ganz. Aber damals, da war es für mich der absolut heiße, ja genau. Und der zweite große Forscherartikel dreht sich um The Dick, das LucasArts Adventure der alten Schule. Es hatte nur VGA-Grafik. Es war technisch nicht unbedingt auf der ganzen Höhe der Zeit, aber es war spielerisch wirklich nochmal richtig klasse und es war auch vom Setting her nochmal was ganz anderes. Ich habe es ja angetestet und ich habe schon gemerkt in den Kommentaren, The Dick ist bei vielen in richtig guter Erinnerung geblieben als richtig starkes Adventure oder andere sagen, damit konnten sie überhaupt nichts anfangen. Ich finde, sowas zeichnet eigentlich ein gutes Projekt aus, weil ich finde, es muss nicht allen gefallen, sondern es sollte einfach sich selbst treu bleiben, so ein Projekt. Und ich würde sagen, The Dick mit der Story von Steven Spielberg und der Grafik und dem Animations- und vor allem Adventure-Wissen von LucasArts war für mich auf jeden Fall ein großer Wurf. Ich bin ja, was die Spiele der 90er angeht, eigentlich ganz gut bewandert, dachte ich. Also ja, ich dachte, ich hätte die meisten entweder mal gesehen oder mich drüber informiert oder eine Demo in der Hand gehabt oder sie eben dann selber richtig gespielt. Und hier, das Spiel des Monats, Ascendancy, ist mir noch nie untergekommen. Ich konnte mich an diesen Titel nicht erinnern. Es ist überhaupt keine Erinnerung da. Ich musste wirklich nachlesen im Testbericht, worum geht's, was ist es, wer hat's gemacht. Tja, so kann's gehen. Man merkt schon, selbst ein ja, alter Gamer-Hase kann nicht alles gekannt haben und vor allem nicht dann, wenn es um Strategiespiele geht.
Denn das war Ascendancy. Es war ein Strategiehammer der Extraklasse und ja, für Fans dieses Genres auf jeden Fall, so schreibt es die PC Games, eine Perle, ein Must-have und für mich, ja, keine Ahnung, irgendwie möglicherweise habe ich einfach beim Wort Strategie damals drüber hinweggelesen, weil ich dachte so: „Ja, interessiert mich eh nicht." Oder ich war von Rebel Assault 2 und The Dig, einfach so geflasht, dass ich das hier total links liegen gelassen habe. Tut mir echt leid. Aber großer Test, großartige Wertung von 92%, wow, das ist doch richtig klasse. Und ja, Spiel des Monats, also scheint es wirklich gut gewesen zu sein. Ich habe auch mal geschaut, hier der Hersteller The Logic Factory, die haben Ascendancy rausgebracht, dann 1997 noch ein weiteres Spiel, dann Ascendancy noch für iOS und 2014 haben sie sich dann aufgelöst, also die Firma gibt es wohl nicht mehr und die haben wohl außer diesem Spiel, das sie dann vor allem eben für iOS noch portiert haben, auch nicht viel gemacht. Tja, so kann es gehen. Immerhin wurden sie nicht von Electronic Arts aufgekauft. Das ist doch in der Spielewelt auch schon mal was. Tja, Ascendancy. Ja, wer hat's von euch gespielt? Vielleicht kann einer von euch was dazu sagen. Und da haben wir eine Doppelseite Werbung für Simon the Sorcerer 2 PC-CD-ROM-Version komplett mit deutscher Sprachausgabe, demnächst auch als Windows 95-Version erhältlich. Und hier unten witzig, so typisch Simon-Humor, Kleingedrucktes. Solltet ihr das unverschämte Glück haben, dass sich auf der Titelseite dieses Magazins eine CD befindet, könnt ihr die Demo-Version sofort spielen. Die Vollversion gibt's überall im Handel. Ja, das passt zu diesem Spiel Simon the Sorcerer 2. Das muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Das ist eines meiner Lieblings-Adventures aller Zeiten. MechWarrior 2 ist auch einer der Vertreter dieser Spiele, die ich kenne, die ich mir angeschaut habe, die ich auch als Demo-Version gespielt habe und dann entscheiden musste, das ist nicht unbedingt mein Genre. Ich muss aber auch gestehen, ich habe von MechWarrior 2, beziehungsweise MechWarrior an sich, tatsächlich die Tabletop-Version gespielt, mal mit Kumpels und auch da hat es mich einfach nicht gepackt. Ich war zu der Zeit bei AD&D Second Edition unterwegs und das war einfach nicht mein Fall und dementsprechend waren die Spiele auch nicht mein Fall. Es war sehr faszinierend, dieses Intro anzuschauen, auch bei Kumpels mal über die Schulter zu schauen, aber es war nicht das Spiel, das ich jetzt unbedingt haben musste. Hier haben wir auch einen extra Kasten für das Vorbild, also das Tabletop-Spiel dieser Spielereihe und ja, wie gesagt, sah interessant aus, sah spaßig aus, ist, glaube ich, auch relativ taktisch gewesen und hat trotzdem eine ordentliche Action geboten, aber es konnte mich einfach nicht vollends packen. War aber auch okay. Ich finde überhaupt, es war damals in den 90ern wirklich durchaus mal üblich, dass man entweder bei Kumpels über die Schulter geschaut hat, was haben die so gespielt, oder man hat eben Demos in die Hand genommen, ich sagte es ganz am Anfang, und hat sich solche Sachen angeschaut. Und bei vielen Spielen reicht es dann auch, die Demo gespielt zu haben und man hat einfach entschieden, ja, ist okay, hat Spaß gemacht, eine Stunde und mehr brauche ich eigentlich nicht. Also, MechWarrior 2, schade drum. Guter Testbericht, aber nichts für mich. Und auch das hier, Apache Longbow, ist mir in Erinnerung geblieben, weil irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau wer, hat mir damals gesagt, das musst du dir unbedingt anschauen. Hier, Hubschrauberkämpfe, Mann gegen Mann. Man konnte nämlich hier mit mehreren über Modem zocken, bis zu 16 Spielern. Das war natürlich total cool. Aber hatte ich ja nicht. Also bei mir Multiplayer ging nicht, hatte ich keine Möglichkeit dazu. Das heißt, ich musste mir dieses Spiel einfach so anschauen und da war es einfach, ja, nicht wirklich hübsch, grafisch nicht so wirklich und auch vom Spielerischen her, ja, einfach nicht das, was ich erwartet hätte. Ich muss gestehen, zu der Zeit war ich auch noch total auf Comanche eingeschossen. Das hat mich vollends begeistert und zwar sowohl von der Grafik, diese Voxelgrafik, ihr erinnert euch, als auch das Gameplay, was ja doch eher actionlastig war und es war mir völlig ausreichend. Hier Apache Longbow konnte mich da wirklich nicht vom Hocker reißen. Die Grafik war zwar sehr scharf, aber irgendwie doch nicht wirklich schön und ja, Multiplayer, wie es hier geschrieben ist, konnte ich nicht. Also insofern war es für mich nicht von Relevanz. Und komisch, Pinball-Spiele haben mich schon immer irgendwie interessiert, die habe ich auch gerne gespielt. Dieses Mal ging es um Pinball Illusions und das ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil es eine verdammt gute Grafik, finde ich, hatte für damalige Verhältnisse. Mit 800 mal 600 Bildpunkten war das ja messerscharf auf einem
ja, 15, was hat man da? 15, 16, 17 Zoll Monitore, mit 800 mal 600, weiß ich gar nicht. Eher 15 Zoll, oder? 17 Zoll war dann schon höher aufgelöst. Egal, jedenfalls, das Spiel war mit 800 mal 600 Bildpunkten Messer gestochen, scharf, faszinierend, eigentlich nicht im Vergleich zu heute. Aber egal, Spaß gemacht hat's auf jeden Fall. SimTown ist wieder auch eines der Spiele, an die ich mich erinnere, weil sie einen ganz witzigen Wuselfaktor hatten. Ich habe mich ganz gerne mal auf Sachen gestürzt, die irgendwie anders waren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das maximal als Demo hatte oder von jemand ausgeliehen, weil gekauft habe ich das auf keinen Fall. Das ist ganz klar. Aber SimTown war ganz witzig. Es war auf Kinder angelegt, das heißt, es war vergleichsweise deutlich einfacher als SimCity und seine Brüder-Schwestern-Spiele. Aber SimTown war irgendwie witzig. Die Gebäude waren witzig, man konnte auch Charaktere erschaffen und es gab einen Haufen witzige Details an den Gebäuden. Also ja, irgendwie für eine kleine Runde auf einer Demo, wie gesagt, ich habe bestimmt eine Demo in der Hand gehabt, war es auf jeden Fall mal 'n Blick wert und hatte einen extrem netten Wuselfaktor. Zu dieser Zeit war die CD-ROM-Multimedia-Ära bei mir in vollem Gange. Mit Rebel Assault 1 kam das Mitsumi Double Speed und ab da habe ich mich auf alles gestürzt, was irgendwie multimedial so richtig beeindruckend war. Introsequenzen habe ich wirklich oft und auch immer wieder angeschaut und hier Buried in Time war so ein Vertreter. Verdammt wenig Spiel, aber verdammt viele coole Videos, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Coole Videos, das waren einfach Spiele, die haben etwas gezeigt, was ich bis dato nicht kannte und das hat mich total fasziniert. Das hat mich mitgenommen. Das habe ich genossen. Das habe ich auch dann immer wieder irgendwelchen Leuten gezeigt, die von PC so gar keine Ahnung hatten und ja, das war eben die Zeit. Aber ich glaube, es ist tatsächlich heute nicht mehr das, was man noch mal anschauen möchte. Buried in Time, tja, ist wohl ganz eindeutig Buried in Time. Am Ende des letzten Videos in der Vorschau habe ich ein Fauxpas begangen. Ich habe nämlich Fade to Black total falsch einsortiert. Ich habe das verwechselt mit Urban Decay, dem vermeintlichen Nachfolger von Ecstatica, der nie erschien. Nein, hier Fade to Black ist natürlich der Nachfolger von Another World und Flashback. Und ich glaube, diese beiden Spiele, die muss ich gar niemand erklären, der in den 90ern gespielt hat. Another World und Flashback, das waren geniale Side-Scrolling-Spiele, die einfach bockschwer waren. Und das war Fade to Black im Grunde auch. Und das war auch der Grund, warum ich das nie so richtig in die Hand genommen habe. Man ist nämlich wirklich auch hier oft und viel und gerne gestorben. Es war nicht mehr 2D von der Seite, es war 3D. Äh, Nach heutigen Gesichtspunkten nicht mehr wirklich schick. Damals fand man es ganz fetzig, aber es war nicht so wirklich einfach und eingängig zu steuern. Und wenn man die Steuerung nicht gut beherrscht hat, dann war es einfach sau schwer. Und ich hatte wirklich niemals den Mut und die Geduld, mich da reinzufuchsen in die Steuerung, in Fade to Black. Insofern blieb's bei mir tatsächlich bei Another World und Flashback und Fade to Black. Ja, ist irgendwie in der Schwärze der Vergangenheit, verloren gegangen. Fade to Black eben. Aber ich glaube, wer es gespielt hat und wer da wirklich Geduld dazu hatte, der hatte ein richtig gutes Spiel vor sich. Ein weiteres gutes Spiel für die, die Geduld hatten, sich reinzufuchsen, ist ohne Zweifel Battle Isle 3 oder besser gesagt Schatten des Imperiums. Ja, Battle Isle 2 war auch für mich ein Genre-Liebling, muss ich echt sagen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war aber auch, finde ich, vom Schwierigkeitsgrad her auch für die geeignet, die, so wie ich, nicht so wahnsinnig strategisch unterwegs sind, zumindest mal für eine kleine Runde in den ersten paar Leveln. Später wurde es dann knackig. Aber Schatten des Imperiums, das war schon richtig heftig. Das war absolut nicht mehr meine Liga. Nichts, was ich auch nur im Entferntesten spielen konnte. Also, das war knackig, das war schwer, das hatte extrem viele Parameter, die man beachten musste. Das war wirklich etwas für die Meisterstrategen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Vielleicht habt ihr das ganz anders erlebt und könnt mich eines Besseren belehren. Aber Petra Mauerröder schreibt auch, man sollte da wirklich die Wertung, die Spielspaßwertung mit Vorsicht genießen. Sie schreibt eben, dass es nur für die geeignet ist, die
sich da reinfuchsen möchten, die sich da reinfuchsen können und die haben dann Spaß mit Schatten des Imperiums. Die anderen, so wie ich, die sind dann wohl eher bei Command and Conquer besser aufgehoben. Und natürlich schauen wir auch wieder auf die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rosset. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Das wisst ihr ja. Wer es nicht möchte, einfach weiterklicken. Ich habe die Videos ja immer mit Kapiteln versehen. Dann müsst ihr euch das nicht antun. Ich muss da unbedingt reinschauen. Ich habe wieder einen rausgesucht. Dieses Mal ist es so ein bisschen, ja, Trolle gab es damals auch schon. Hier nämlich mit dem Titel Tiefflieger. Sehr geehrter Herr Rainer. Der Anlass für diesen Brief ist wohl eindeutig. Ich kann nicht mehr unter dich zusehen, wie Sie hier einen XXXX auf den Leser loslassen und dafür auch noch bezahlt werden. Hier meine Meinung zu einigen Themen. Die Leserbriefe können Sie sich wirklich in den XXXX stecken. Zweitens. Nieder mit dem Amiga, tot dem Atari und auf den Müll mit dem C64. Die armen XXXX, die solch ein System besitzen, sollte man gleich mitbegraben. Drittens, Frauen gehören nicht an den Computer, sondern an den Herd. Wenn ich schon sehe, wie manche Geschäftsfrau sich mit ihm herumquält, kriege ich Magenkrämpfe. Viertens, wenn Sie dieses Schreiben nicht drucken, werden Sie sich vor meiner Briefflut nicht mehr retten können. Und nun Augen zurückfahren, Zunge einrollen und Mund schließen, wenn ich erst einmal ungemütlich werde. Zumindest bin ich sicher, dass Sie sich über meinen Brief gefreut haben. Bis zur nächsten Ausgabe, ich komme wieder. The Shadow. Tja, eindeutig ein Troll, oder? Und Rainer ist einfach herrlich. Wenn man ihm so kommt, dann antwortet er genau auf die gleiche Weise. Spontan wollte ich diesen Brief, Marke wohlfundierte Kritik, wie wir sie gerne sehen, dort ablegen, wo er hingehört, in den Mülleimer. Nach langem Überlegen habe ich mich aber doch entschlossen, ihn abzudrucken, nachdem ich die Rechtschreibfehler, allerdings nur 7, ausgebessert habe. Gibt hier der Verfasser uns doch einen wundervollen Einblick in seinen Wortschatz und seine Erziehung. Wer bisher der Meinung war, ich bekomme nur interessante Briefe von netten Menschen, wird hier eines Besseren belehrt. Auch wer immer dachte, dass sich für Computer nur halbwegs gebildete Menschen interessieren, sollte seine Meinung noch einmal überdenken. Auch die Vorstellung, für eine eigene Meinung und das Schreiben eines Briefes wäre hirnnötig, ist eine irrige. Na schön. Einmal haben wir uns darüber amüsiert, aber weitere Epistel derartigen Inhalts werden umgehend und ungelesen von unserem Putzdienst entsorgt. Ja, herrlich. Es ist einfach herrlich. Wenn man ihm trollig kommt, dann trollt er zurück. Rainer lässt sich einfach niemals das letzte Wort nehmen. Das war einfach genial. Und lieber Rainer, wenn du das hier mitbekommst, dann schöne Grüße von uns allen. Wir vermissen diese Leserbriefzeit und senden ganz, ganz herzliche Grüße an dich. Wir schauen auf die Spielecharts und leider wurden die Lesercharts der PC Games, wo die Leser selbst bestimmen konnten, wer in die Charts reinkommt, die wurden leider eingestellt. Jetzt gibt es nur noch die Verkaufscharts von Joysoft und von Karstadt und wir nehmen uns die Karstadt CD-ROM-Charts vor. Die sind, finde ich, ganz gut repräsentativ. Ja, was haben wir da? Auf Platz 1 Star Trek. Es geht los mit Star Trek. Dann Flight Unlimited. Wing Commander 3 auf dem 3. Platz. Vollgas. Sim Tower. Jacked Alliance. The Last Dynasty. Aces Collection. Dann NBA Live 95. A4 Networks. Okay. Amerika 1861 bis 1865. Der Raider Hattrick. US Navy Fighter. Prison of Ice. Bioforge. High Octane. Psycho Pinball, Daedalus Encounter und auf dem 20. Platz Alone in the Dark 3. Die Floppy-Charts, die blende ich euch auch noch ganz kurz ein. Wenn ihr sie durchlesen wollt, müsst ihr einfach kurz auf Pause drücken. Ja, ich muss sagen, die Charts sind doch durchaus anders, als die Lesercharts es bisher waren. Also offensichtlich ist die Lesermeinung und die Verkaufsmenge an verkauften Spielen doch nicht ganz deckungsgleich. Sei es drum. Egal, ein Haufen gute Spiele dabei, an die ich mich richtig gut erinnere. Kurioses von der Hardwarefront ist auch wieder dabei. Enhanced IDE im Griff. Also EIDE oder EIDE, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, neue Festplatte einbauen. Das war natürlich eine Sache, die wir alle sehr, sehr oft machen mussten. Denn Speicherplatz war rar, Speicherplatz hatte man immer zu wenig und mehr Speicherplatz war immer willkommen. Hier ist ein Einbauguide für die nächste IDE-Platte und es ist
so typisch diese Fotos und wisst ihr, was ich da sehe? Ich sehe diese verfluchten breit breiten Kabel mit diesen und diese blöden breiten Kabel waren immer irgendwie im Weg und man wusste irgendwie immer nicht, wie man sie unterbringen soll. Dann waren sie wieder quer im Gehäuse und haben den Luftstrom behindert und. Ganz ehrlich, oh mein Gott, manche Sachen sind wirklich schön, dass sie nicht wiederkommen. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Magic Carpet 2. Ja, da bin ich ja mal richtig gespannt. Dann Pole Position. Primal Rage kommt. Oh, der Dino-Klopper und Virtual Reality-Systeme. Das war auch so eine Sache, die immer mal wieder aufkam. So alle paar Jahre war wieder Virtual Reality aktuell. Da ist sie schon, die Ausgabe 1195 und ihr seht's gleich, es geht um Stonekeep. Stonekeep ist endlich da. Und an dieses Cover erinnere ich mich noch wahnsinnig gut und an dieses Spiel erinnere ich mich ebenfalls noch wahnsinnig gut. Da freue ich mich extrem drauf. Ja, Szene Deutschland, da geht's um die Software-Szene bei uns im Ländle und um Windows 95, um natürlich Stonekeep und auf der Demo-CD-ROM sind auch wieder viele tolle Spiele. Bleifuß, Fatal Racing, The Dick, Talisman, Primal Rage. Also wieder richtig was geboten in dieser Ausgabe 11 1995. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir in dieses alte Spieleheft Magazin reingucken oder eines der alten Spiele gemeinsam anzocken. Bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.